Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des Halbjährverbandes heute Morgen am Sonntag, 15. Januar auf der CMT. Wir haben einige Themen für Sie vorbereitet und ich darf gleich dem Halbjährverbandspräsidenten Fritz Link das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Herr Betz. Ich hoffe, Sie hören mich. Ich darf auch im Namen des Halbjährverbandes herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz und ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und zunächst einmal darf ich einen allgemeinen Überblick geben über die Entwicklung, gerade was auch die Übernachtungszahlen im Vergleich des Jahres 2022 zu 2019 angeht, zu unserem Basisjahr, vorpandemisches Niveau. Und da werden Sie finden die entsprechenden Unterlagen auch in Ihrer Pressemappe feststellen, dass wir leider trotz enormer Anstrengungen natürlich in unseren Betrieben hinter den Zahlen des Basisjahres des vorpandemischen Niveaus hinterherhinken, um das mal ein bisschen salopp zu formulieren. Wir haben etwa im Vergleich zu 2019 minus 15% bei den Ankünften und bei den ausländischen Gästen ein Minus mit 30%. Also unterm Strich haben wir nach wie vor etwa 30% weniger Auslastung als vor der Pandemie. Das zeigt natürlich, dass zwar trotz hoffnungsvoller Vorzeichen, insbesondere Verlängerung der Aufenthaltsdauer, dort haben wir einen Anstieg von insgesamt auf 4 Tage und damit etwa 5,3% mehr. Das zeigt natürlich, dass unsere Gäste, auch die Erholungssuchenden in unseren Standorten vor allem auch Erholung suchen, dass hier wieder entsprechender Nachholbedarf ist. Die Leute sind froh, dass sie tatsächlich auch wieder reisen können. Auch die Aufenthalte bei uns werden nachgefragt, aber wir müssen uns erheblich nach der Decke strecken, sozusagen, um tatsächlich wieder an das Vorkrisenniveau anzuknüpfen. Ja, hinzu kommen natürlich die Belastungen, die im Bereich durch Energiekrise infolge des russischen Angriffskrieges und natürlich auch die allgemeinen Auswirkungen der Pandemiejahre, die bei uns spürbar sind. Und wir hoffen natürlich, dass die beschlossenen Entlastungspakete, Gaspreisbremse, Strompreisbremse, die ja jetzt Gott sei Dank auch für die Thermenbetriebe nutzbar sind, allerdings in der Ausgestaltung noch offen, natürlich auch dazu beitragen, dass Reduzierungen des Angebots, die notwendig waren, Schließung beispielsweise von Außenbecken oder auch Reduzierung der Badewassertemperatur, dass wir das wieder aufheben können. Aber auch das bleibt natürlich jetzt der weiteren Entwicklung überlassen. Ja, wir haben zudem, und das ist ein brancheninternes Problem, das sich flächendeckend widerspiegelt, auch enorme Probleme in der Personalrekrutierung. Viele haben letztlich auch Personal abgebaut und jetzt ist der Markt nicht in der Lage, entsprechendes Personal zur Verfügung zu stellen. Das ist also im Moment auch eine Restriktion, die durchaus auch in den Einzelbetrieben zu großen Problemen führt. Und trotzdem, und da haben Sie eine entsprechende Auflistung, doch nicht zu hören? Nee, irgendwie. Aber ich glaube, Sie verstehen mich trotzdem gut, hoffe ich. Gut, vielen Dank. Das hatte ich den Eindruck, dass das Mikrofon nicht funktioniert, aber gut, vielen Dank. Wir haben natürlich umso intensiver daran gearbeitet, noch zielgruppenorientierter zu arbeiten. Und wir haben vor einigen Jahren, und auch das ist eine Auszeichnung, die in der Arbeit, denke ich, auch unseres Verbandes als Landesmarketingorganisation zu erwähnen ist, dass wir gezielte Marktforschung betreiben und in diesem Kontext ein eigenes Nachfrageportal entwickelt haben, das eben sehr differenziert eben auch analysiert, welche konkreten Wünsche haben unsere Gäste, unsere potenziellen Gäste mit Blick auf das Angebotsniveau in unseren Heilbädern und Kurorten. Und hier gibt es mit dem Portal www.naturerholt.de das Typenportal, wo wir eben differenzieren nach insgesamt 6 Nachfragetypen und dem sogenannten Urlaubsfinder, wo eben dann für jeden einzelnen Gast zielgruppenspezifisch
das Produktportfolio dargestellt wird und man nach den individuellen Interessen sich im Prinzip auch digital unterstützt, dann Angeboten nähern kann, die eben dem individuellen Angebotsportfolio am besten entsprechen. Und hier gibt es unterschiedliche, auch da finden Sie eine entsprechende Darstellung nochmal ausführlich, und wir stehen natürlich auch für Fragen zur Verfügung in Ihrer Pressemappe. Das geht von Ich liebe Action bis zu Ich liebe Entspannung, also insgesamt 6 Angebotstypen, die hier unterlegt sind mit entsprechenden marktforschungsbasierten Variablen. Und je nachdem, welchem Urlaubstyp man sich dann zuordnen kann, dann findet man auch direkt zugeschnittene Angebote vor Ort, entsprechend den individuellen persönlichen Neigungen. Also Sie sehen, dass wir auch das Thema der Digitalisierung in der Angebotsgestaltung als weitere Unterstützung für den Gast effektiv entwickeln und einsetzen mit diesem Typenportal, sodass wir eben auch nochmal Hilfestellung leisten können für den Gast, für die Patientinnen und Patienten, eben genau das Angebot auch zu verifizieren vor Ort, das den eigenen Ansprüchen am besten gerecht wird. So versuchen wir natürlich auch die Kundenbindung noch zu verbessern, und wir sind auch, was die Resonanz angeht auf dieses Portal, sehr dankbar. Das äußert sich auch in den Resonanzen aus den Destinationen, dass wir hier eine sehr, sehr gute Rückkopplung haben. Also mit digitalen Hilfsmitteln, mit Unterstützung in diesem Bereich, aber im Vertrieb arbeiten wir natürlich auch klassisch weiterhin mit Printbroschüren. Da finden Sie auch in der Pressemappe eingelegt, jetzt dieses Jahr neu erschienen, also auch die, wir hatten ja schon vor einiger Zeit neu aufgelegt, die Broschüre Erhol dich. Dort geht es im Prinzip schwerpunktmäßig über Walderholung, Naturerholung, und dieses Jahr eben das Magazin Erfrische dich. Hier geht es um Wasser, Gesundheit, Erholung und mehr, wo wir also ganz speziell nochmal unsere ortsgebundenen Heilmittel, in diesem Fall das Wasser, in den Fokus rücken, denn das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal der Heilbäder und Kurorte im Land, dass wir mit den ortsgebundenen Heilmitteln, sei es die gute Luft in den heilklimatischen Kurorten, sei es eben in diesem Fall die Thermen mit Wasseranwendungen in der Breite, einfach nochmal dargestellt, welche besonderen Angebotsbausteine man eben abhängig natürlich dann auch vom jeweiligen Angebot in den Thermen vor Ort verifizieren kann. Ja, soweit vielleicht zum allgemeinen Teil. Und wir haben, das ist ein weiterer Baustein im Bereich der Digitalisierung, da knüpfen wir an eine Grundlagenarbeit an, die wir schon im Jahr 2020 mit dem Thermenportal meinthermenstellplatz.de entwickelt haben, also möglichst nahe mit dem Wohnmobil an einen Thermenstandort heranzukommen, mit den Wohnmobilstellplätzen. Das ist eine Entwicklung, die natürlich parallel auch zum Boom, gerade nach Corona, im Bereich des Wohnmobiltourismus festzustellen ist. Unsere Stellplätze sind insgesamt 23 Thermenstellplätze in den Heilbädern und Kurorten, die direkt angelehnt sind an unsere Thermen, die wirklich auch sehr gute Belegungszahlen aufweisen. Und hier haben wir jetzt einen weiteren Baustein sozusagen erarbeitet im Bereich unserer Thermenplattform, unserer Progressive App, wenn Sie so wollen, wo wir ganz gezielt nochmal Bausteine ergänzt haben, die eben auch im Sinne digitaler Unterstützung den Kunden helfen, vor allem mit Blick auf die stark nachgefragten Kurzaufenthalte an den Wochenenden eben festzustellen, kurzfristige Anfragen mit Blick auf freie Plätze, vor allem eben am Wochenenden, und eben auch teilweise die Auslastung direkt festzustellen, sodass man weiß, welche Stellplätze sind überhaupt noch buchbar am bevorstehenden Wochenende, wenn man sich kurz entschlossen eben entscheidet, einen Thermenbesuch zu absolvieren und mit seinem Wohnmobil eben an einen Standort zu fahren. Wir haben hier 2 innovative Start-up-Unternehmen mit in die Entwicklung eingebunden, die Firmen Chemcat und KIP aus der Region Aalen. Und hier
wird eben zunächst ein Pilotstellplatz und anschließend dann alle weiteren 23 Standorte mit diesem weiteren Baustein ausgestattet werden. Also Echtzeitdatenerfassung durch Sensoren an unseren Stellplätzen, die eben die aktuelle Auslastung des Stellplatzes für den Gast online sichtbar machen. Und zum Zweiten dann eben eine Vorab-Reservierungsmöglichkeit, um dem Gast eben auch die Sicherheit zu geben, dass er einen entsprechenden Schlafplatz vor Ort dann tatsächlich auch erhalten kann. Das sind ganz wichtige Bausteine, die wir jetzt gerade mit Blick auf die besonderen Bedarfe nach der Pandemie auch in unserem Portal meinthermenstellplatz.de realisiert haben. Und ja, wir haben heute ein Beispiel. Ich darf den Kollegen Bürgermeister Lüber begrüßen aus Beuren, der uns nachher seinen Stellplatz nochmal individuell vorstellen wird, der genau diese Bausteine eben auch als Pilotstandort eben schon aufweisen kann. Ja, soweit aus allgemeiner Sicht und denke, dann gebe ich das Wort mal zurück an Herrn Betz. Vielen Dank, Herr Link. Ich weiß nicht, bevor wir jetzt zum Herrn Glöber gleich übergehen, der einen eigenen Vortrag dazu noch vorbereitet hat, vielleicht erstmal die Frage, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen zu diesen bisherigen Themen? Alles sowas von klar? Alle. Ja, wir hoffen, dass wir sie nicht erschlagen haben, aber ja, Sie finden ja dazu auch die entsprechenden Unterlagen und wir stehen natürlich auch nachher im weiteren Verlauf noch gerne für Fragen zur Verfügung. Gut, dann würde ich sagen, Herr Bürgermeister Glöber, dann dürfte ich Ihnen das Wort erteilen. Bitte schön. Ich glaube, Sie machen es von hier, ne? Sehr geehrter Herr Präsident Link, Herr Betz, meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich heute unseren neuen Wohnmobilstellplatz an der Panoramatherme in Beuren präsentieren darf. Jetzt Moment, bevor wir das schöne Bild verlassen. Wo liegt Beuren denn? Wenn Sie von hier aus in Richtung München auf der A8 fahren, die Ausfahrt Kirchheim Ost wählen und dann bleiben Sie noch unten am Fuße der Alp und fahren ca. 15 Minuten in den staatlich anerkannten Erholungsort mit Heilquellen-Kurbetrieb Beuren unter dem Hohenneuffen, der Festungsruine Hohenneuffen, der Wiege Baden-Württembergs. Da haben sich damals die Ministerpräsidenten geeinigt, dass man Baden-Württemberg aus den 3 damals vorhandenen Ländern gründet. Bei viel Täleswein, der bei uns wächst und wie man auf Rechnungen liest, Zigarren. Zigarren, ja, das war damals üblich. Wir haben seit Jahren eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen. Bisher hatten wir nur einen Behelfsplatz mit 4, 5, wenn es gut ging, auch mal 6 Wohnmobile konnten dort unterkommen. Und wir sehen darin in dem neuen Stellplatz nun auch den Versuch, unsere Besucherzahlen zu stabilisieren bzw. zu erhöhen. Bei den Thermen ist es ja so, dass die hauptsächlich im Winter stark nachgefragt sind. Also wir haben da so ein Tal quasi im Sommer und Wohnmobil, jetzt sind auch einige unterwegs, aber ich denke, im Sommer wird unser Platz dann noch mehr boomen, wie er das jetzt schon ohne große Werbung tut. Des Weiteren wollen wir die Übernachtungszahlen bei uns in Beuren wieder steigern. Die Therme wurde 1977 eröffnet. Da gab es dann einen gewissen Übernachtungsboom mit Ferienunterkünften. Das war dann etwas rückläufig und in letzter Zeit ziehen sowohl die Ferienunterkünfte und jetzt auch der Wohnmobilstellplatz wieder neue Gäste an. Zudem trägt er zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades unseres Ortes bei und im Jahr 2017 haben sich die Kommunen Neuffen, Kolberg, Linsenhofen und Beuren zur wohnmobilfreundlichen Region Neufener Tal zusammengeschlossen. Das ist ein Projekt der Region Stuttgart gewesen. Ja, wir haben im November 2021 mit den Bauarbeiten begonnen bei so Wetter wie heute und haben dann im November 2022 den Bau abschließen können. Hier ein paar Bilder von den Bauabschnitten, sodass wir ihn, so wie er jetzt auf diesen Bildern zu sehen ist, jetzt haben. Wir haben links oben
die Feuer- und Entsorgungsstation und rechts unten, das ist noch aus der Bauzeit, sehen Sie die Müllstation und die Trafostation. Und genau, dann haben wir, hier kommen die Sanitärcontainer bzw. WC-Container, das sind Provisorien, da kriegt man noch was Schöneres. Wir wollten eigentlich ein Empfangs- und Sanitärgebäude bauen, aber das ist coronamäßig dann unseren Umsatzrückgängen zum Opfer gefallen, sodass wir das jetzt einmal zurückgestellt haben und uns hier mit einem hochwertigen, man sagt immer Container, aber innen drin sieht es nachher eigentlich nicht wie ein Container aus, mit Toiletten behelfen. So haben uns die Fachleute vor Ort auch beraten. Es gab da größere Diskussionen mal kurz. Die einen haben gesagt, Wohnmobilisten brauchen keine WCs und die anderen haben gesagt, doch, ich nutze das WC in meinem Wohnmobil nicht, wir brauchen das. Und so haben wir uns dann doch für diese WCs entschieden. Oben ist ein Bild noch von der Eröffnung, Soft Opening Eröffnung. Am 3. Dezember sind wir an den Markt gegangen. Wir haben insgesamt 58 Standplätze, 40 Standard, also 10 mal 5 Meter, 16 Komfort, 12 mal 6,5 Meter und 2 Barrierearme, die auch gepflastert sind, sodass man mit dem Rollstuhl kein Problem hat. Wir haben den Stellplatz etwas parzelliert mit Buchenhecken. Da oben sind jetzt ein bisschen arg viele Bäume auf diesem Bild drauf, aber wir haben relativ viel Streuobstbäume drumherum gepflanzt, zum einen als Ausgleich, zum anderen als Einbindung in die Landschaft. Wir liegen im Streuobstparadies, haben sehr viele Streuobstbäume um uns drumherum und wir wollen einen optisch grünen Platz haben. Die Stellplätze sind mit Schotterrasen belegt. Sie kommen also hier rechts unten an. Die Therme befindet sich ungefähr hier, also ca. 200 Meter fußläufig, fast eben fußläufig. Wir haben 2 Restaurants in unmittelbarer Nähe. Dann kommen Sie an unser Einlasssystem, voll digital und voll automatisch. Es ist keine Person auf dem Stellplatz. Sie ziehen Ihre Karte, buchen dann entweder an der Stromsäule per App ein oder gehen zum Automaten, der sich hier bei der Nummer 2 befindet, wenn Sie es nicht auf dem Handy oder auf dem mobilen Gerät machen wollen, und haben dann die Auswahl, dass Sie Strom buchen können vor der Entsorgung und auch wenn das endgültige WC da ist, und auch die Müllstation bekommen die noch Zugangspins, das nachher mit PIN-Nummern geht, die dann während ihres Aufenthalts gelten. Ich habe schon gesagt, Fernentsorgungsbucht mit Camperclean-Automat, aber auch einer normalen Entsorgungsstation, wer den Camperclean nicht nutzen möchte oder die Kassetten nicht reinpassen sollten. Wir haben Energiesäulen, wir haben WLAN, Freifunk, das ist ein ehrenamtliches WLAN hier aus der Region Stuttgart, wo dann auch nichts kostet für die Nutzer. Die WC-Anlage, 2 Picknickplätze, und wir werden keine Zettel aufhängen, was es alles bei uns so gibt, sondern das wird hier links unten, sieht man es, digital ablaufen. Im Moment hängen noch Zettel, aber in 2 Monaten soll das dann vollends digital funktionieren, sodass man es auf dem Bildschirm oder auch dann auf den mobil mitgebrachten Geräten ablesen kann, was alles im Angebot ist in Beuren, bis hin, dass die Handels- und Gewerbebetriebe und auch die Gastronomie da aktuelle Angebote dann einspielen kann. Wenn jemand zum Abendessen gehen möchte und hier das Menü, sich für das Menü interessiert, kann man das dann dort anschauen. Oder wenn es, Äpfel gerade im Angebot gibt. Und wir haben noch Regionalvermarkter, die gerade überlegen, wie sie denn auf dem Platz ihre Produkte an den Mann, an die Frau bringen können. Alles wird hier bei uns bargeldlos abgewickelt. Wir haben keine Münzen auf dem Platz, keine Scheine, entweder mit Kreditkarte oder eben mit PayPal funktioniert das System. Ja, ich habe es gerade gesagt, 200 Meter ist die Panoramatherme entfernt. Dort gibt es auch einen Duschtarif. Wer nicht ins Bad jetzt zum Baden gerade möchte, weil er vom Wandern kommt und dann entspannen möchte, im Liegestuhl oder im Mobil selber,
kann auch nur zum Duschen in die Panoramatherme gehen. Wir haben direkt angrenzend die ÖPNV-Haltestelle, wo man in rund 45 Minuten hier in Stuttgart ist oder in Metzingen, Outlet City Metzingen oder auch auf der Schwäbischen Alb dann seine Runden zu Fuß mit dem Fahrrad drehen kann. Und wir haben direkt angrenzend auch eine E-Car-Sharing-Station von Dir, sodass man da für relativ günstigen Tarif sich ein Auto mieten und die Region erkunden kann. Ein E-Car, dann also mit grünem Strom, der aus der Wasserkraft gewonnen wird. Wir haben die Wanderwege Hochgebirge um uns herum. Wir haben direkt am Ort 3 Premium-Wanderwege und ein ganzes Netz an Wanderwegen, sodass das ein Highlight auch für Wanderer sein kann und sein wird. Wir haben das Freilichtmuseum Beuren bei uns. Das ist fußläufig erreichbar, 1,5 Kilometer oder eben viele haben ja ein Fahrrad dabei. Es geht fast eben dorthin und zeigt die ländliche Kultur bei uns am Fuße der Alp im Neckartal und auf der Alp in verschiedenen Zeitschnitten mit sehr vielen Veranstaltungen auch. Gastronomie habe ich erwähnt, direkt am Stellplatz sind 2 gastronomische Betriebe und im Ort haben wir weitere. Die Ortsmitte möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, haben wir mit kleinen Läden und über 60 Baudenkmälern. Also man kann sich im Freilichtmuseum anschauen, wie man damals gelebt hat und im Ort dann schauen, wie kann man heute in alten Häusern aus dem Mittelalter und das älteste Haus ist 1392 gebaut, wie kann man dort heute leben. Und ich habe es vorher gesagt, direkt unter der Festungsruine Hohneufen liegt unsere Gemeinde und es lädt nahezu auch schon zum Gleitschirmfliegen ein, wer es denn mag und sich traut. Man kann da auch mitfliegen als Tandemflieger oder Gleiter. Ist auch eine besondere Sache. Und der Landeplatz ist nämlich direkt neben dem Wohnmobilstellplatz. Man muss dann manchmal den Kopf einziehen, wenn die dann zum Landeanflug kommen. Mal kurze Pause, weil ein Pressebild braucht man auch. Danke. Und wir sind natürlich vernetzt in der Region mit der Wohnmobilregion Stuttgart. Wir sind im Schwäbischen Alb Tourismusverband, wir im Heilbäderverband Topplatz vermarktet uns. Da wird es auch eine Stellplatzampel geben. Wir liegen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb und haben Förderungen für den Stellplatz erfahren vom Verband Region Stuttgart und vom Land Baden-Württemberg über das Tourismusinfrastrukturprogramm. Ja, so ist im Moment der Blick. Wir hatten mit dem Wetter ein bisschen Problem. Seit dem 3. Dezember so arg viel sonnige Tage gab es nicht oder es hatte Schnee. Deshalb so der erste Eindruck mal, aber kommen Sie einfach vorbei, verschaffen Sie sich selber einen Eindruck von unserem neuen Stellplatz oder schauen Sie mobil vorbei im Internet auf unseren Seiten. Vielen Dank. Also eins möchte ich noch ergänzen. Wir Verantwortliche können immer uns digital, wir haben das System der Firma Pramux, über das der Platz abgewickelt wird, digital erkundigen, wie viele Wohnmobile gerade da sind. Im Moment haben wir 27 belegte Plätze, 31 freie und die Werbung ist jetzt erst die letzten Tage angelaufen. Über die Weihnachtsfeiertage waren 29 belegt. Ich bin gespannt und guter Dinge, dass sich dieser Stellplatz sehr gut entwickeln wird. Unsere Bürgerschaft war da zweigeteilt. Die einen haben gesagt, das ist viel zu groß, macht doch nur 25 und erweitert dann. Und die anderen sagen, der ist jetzt schon zu klein. Werden wir mal sehen, in welche Richtung das geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, selbstverständlich gerne. Ja, vielen Dank, Herr Klöber. Fragen? Direkt an den Bürgermeister? Ja, bitte. Mich würde interessieren, Sie sprachen von einer ÖPNV-Verbindung nach Stuttgart. Können Sie es ein bisschen präzisieren? Wie häufig fährt da ein Bus und wie lange ist er unterwegs und wo? Halbstündlich, direkt eigentlich am Platz, 50 Meter vom Platz weg ist die Bushaltestelle und er fährt halbstündlich, am Wochenende ist, glaube ich, stündlich nach Stuttgart und nach Metzingen. Also Sie müssen
mit dem Bus nach Neuven und dann in die Tälesbahn, das ist Regionalbahn, und dann können Sie in Nürtingen auf die Bahnen nach Tübingen und Stuttgart umsteigen, sodass Sie auch relativ dann wieder, wenn Sie weiter umsteigen, beispielsweise in Wendlingen jetzt mit der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, auch relativ rasch auf die Alp nach Märklingen und Ulm kommen. Und in die andere Richtung, Metzingen Outlet City, sagt Ihnen sicher etwas, da brauchen Sie mit dem Bus, der fährt dann durch eine halbe Stunde. Und nach Stuttgart, wie gesagt, 3/4 Stunde sind Sie hier in der Wilhelma, also in unserem zoologischen Garten oder in der Innenstadt. Ja, und auf die Alp fährt der Bus auch, fährt auch ein Bus direkt mit Fahrradanhänger. Alles machbar. Auf die Messe kann man aber nicht fahren. Auf die Messe, da können Sie von Nürtingen da umsteigen, dann in den X1 Schnellbus heißt der, glaube ich, der dann bis auf die Messe geht. Ja. Also es ist durchaus so, ich glaube schon, dass hier welche übernachten jetzt, die hier auf der Messe unterwegs sind. Ich habe jetzt keine Umfrage gemacht, aber ich könnte es mir vorstellen. So, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich sagen, wir haben in unserer Runde noch den Herrn Professor Rudolf Forcher. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Wellness Stars Deutschland und er würde ganz gerne noch zu diesem Thema und zum Thema der Kliniken noch etwas sagen. Herr Forcher, bitte, wenn Sie vielleicht ins Rednerpult gehen. Dankeschön. Sie sehen in Ihrer Mappe in der Gesundheit Sterneregen bei den Wellness Stars. Wir sind also hier in Deutschland unterwegs mit 80 Mitgliedern, überwiegend in Hotels, aber es sind natürlich auch 37 Thermen und diese Wellness Stars sind eine Top-Adresse nach wie vor für Wellness. Sie wird es interessieren, wie ist man mit diesem etwas hochpreisigen Segment durch die Pandemie gekommen. Das ist eigentlich von den Unternehmen her hervorragend gelaufen, mit einer Ausnahme: Personalprobleme. Es war also wie im Tourismus allgemein, auch hier mit dem Personal ein entsprechendes Problem, das sich immer wieder ergeben hat. Ein Problem, das auch in den Reha-Einrichtungen, die zurzeit voll ausgelastet sind. Wenn aber Personal ausfällt, dann wird es schwierig. Die Unternehmen gehen alle natürlich in der Zwischenzeit, weil die Thematiken oftmals weiblich orientiert sind, auch in die Thematik Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Wobei wir natürlich eines feststellen, dass eben die Menschen, die entweder in Wellness oder vielleicht auch in die Therapieeinrichtungen kommen, hätten immer gern eigentlich durchgängig die gleichen Betreuer. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen. Wir sind mit der Politik im Gespräch, dass man hier letztlich auch versucht, tatsächlich durch entsprechende Anreize mit Personalprobleme zu beheben. Also wenn Sie irgendwo berichten, die Wellness Stars sind die einzigen, die ganz top geprüft sind, für 3 Jahre das Siegel, jedes Jahr neu im Prinzip, also nicht irgendwo. Schwarzwald, wenn hier ist, kann ich sagen, Schwarzwald ist Wellnessregion, dort sind die ganzen Thermen. Und dass die Politik uns entsprechend wahrnimmt, können Sie sehen, dass die Wirtschaftsministerin hier bei der Verleihung der Zertifikate in Baiersbronn entsprechend mit dabei ist. Also, wenn Sie Fragen haben zum Thema Wellness und Wellness Stars, bitteschön. Auch alles gesagt. Gut, danke. Dann ganz herzlichen Dank, Herr Professor Forcher. Herr Link, möchten Sie noch ein kleines Schlusswort sprechen? Gut. Also ich glaube, wir haben Ihnen auch mit den einzelnen Beiträgen, nochmal vielen Dank, Kollege Gläuper, Herr Professor Forcher, auch nochmal das Spektrum insgesamt aufzeigen können, das eben über die Marketingorganisation des Heilbäderverbandes, Heilbäder und Kurorte Marketing GmbH und eben unsere Tochter der Wellness Star Deutschland GmbH auch gerade für die Gesundheitsregion Baden-Württemberg ganz entscheidend ist, auch um
eben die Kundenansprache zeitgerecht zu gestalten. Und ich glaube, Herr Gläuber hat auch deutlich machen können, das Thema die Therme zum Schlafen nah, wie das wirklich toll interpretiert vor Ort in Beuren umgesetzt wurde, auch nicht jetzt sich beeinflussen hat lassen in der kommunalpolitischen Diskussion von Bedenkenträgern, sondern ich bin überzeugt davon, wir brauchen gerade mit Blick auf die Trends, die wir im landesweiten Wohnmobiltourismus haben, eben solche Entscheidungen vor Ort, dass man sich entscheidet, jawohl, wir wollen dieses Segment auch in den Heilbädern und Kurort, was Wohnmobiltourismus angeht, mit zeitgerechten, mit modernen Stellplatzanlagen aufgreifen und damit unseren Gästen auch genau das anbieten, was gerade nach der Pandemie eben mobil zu sein, unabhängig zu sein. Viele Gäste wollen eben auch nicht mehr in Hotels übernachten, sondern wollen eben ihr fahrbares Haus sozusagen, wo sie für sich bleiben können, eben dann auch mit dem Besuch einer Therme verbinden. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den wir natürlich auch dem Trend entsprechend hin zum Wohnmobiltourismus auch an den Standorten jetzt mit insgesamt 23 landesweit wirklich sehr, sehr gut darstellen können. Wir wünschen natürlich Beuren viel Erfolg mit dem neuen Stellplatz und freuen uns, dass wir hier einen weiteren Baustein in unserer ganzen Wohnmobilstellplatzkette sozusagen präsentieren können. Ja, sonst nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen sich Zeit genommen haben für unsere Darstellung. Und wenn noch weitere Fragen sein sollten, wie gesagt, gerne jetzt auch Gelegenheit nochmal abschließend. Bitte. Mich würde noch interessieren, Herr Bürger, von der ersten Idee, diesen Stellplatz zu erweitern, von den paar wenigen Plätzen, die Sie erwähnt haben, auf den jetzigen Umfang, bis zur Umsetzung, wie lange hat das gedauert? Es gab die ersten Überlegungen, wo der kleine Stellplatz entstanden ist. Es war eigentlich ein Teil von einem Mitarbeiterparkplatz, sage ich mal, 2005. Und dann hat man geguckt, wo kann man einen größeren Stellplatz unterbekommen. Der war, glaube ich, damals noch größer geplant, fast neben diesen. Aber da haben dann die Grundstückseigentümer nicht mitgemacht. Und so hat es jetzt gedauert bis 2016, 17, bis man dann konkret in die Planungen eingestiegen ist und man auch noch Flächen erwerben konnte. Zwischendrin war noch ein Bürgermeister- und Kurdirektorwechsel, also mein Vorgänger, ich war Kämmerer der Gemeinde, habe den ganzen Prozess von 2005 an mitbegleiten dürfen, habe dann relativ rasch, wo die wohnmobilfreundliche Region da losgetreten wurde, sage ich mal, gesagt, also da müssen wir aufspringen und jetzt gucken, dass wir es auch hinbekommen, und habe dann relativ rasch 2, 3 Flurstücke noch kaufen können, habe einen anderen Preis, natürlich einen höheren geboten, und dann ist die Sache ins Laufen gekommen. Wir haben dann zwischendrin noch die DWIF dabei gehabt, haben ein kleines Gutachten zum Übernachtungstourismus bei uns in Beuren gemacht, und die haben gesagt, zwischen 40 und 80 Stellplätze soll man bauen. Jetzt sind wir genau in der Mitte. Die genaue Mitte wäre 60, aber 58 zähle ich auch noch zur Mitte, und schauen wir mal. Bin guter Dinge, so wie die anderen Betreiber, mit denen ich gesprochen habe, sagen, gehe ich davon aus, dass wir hier das Richtige gemacht haben. Wie hoch waren die Investitionskosten insgesamt? Wir sind jetzt bei 2,1 Millionen rund. Wahrscheinlich werden es ein paar mehr sein, aber ja, wir haben ein Problem da, dass der Boden nicht tragfähig war und mussten da sehr viel in den Untergrund stecken, haben da nicht aufgeschottert, haben da ein Kalkverfahren, Bodenverbesserungsverfahren gewählt, dass man auch nicht die ganze Erde abfahren musste, also somit auch für, wenn man das da überhaupt sagen kann, umweltschonend gearbeitet, sage ich mal. Und der Wunsch war aus der Bürgerschaft, es soll ein optisch grüner Stellplatz sein. Natürlich muss man dann gucken, wo sind die Bäume, dass da nicht der Empfang von Fernsehen gestört ist oder mit dem Auto man ständig an den Bäumen hängen bleibt. Schatten ist auch so ein Thema.
Das haben wir versucht, alles zu berücksichtigen und hoffen, dass wir es richtig geplant haben. Die örtlichen Wohnmobilisten haben immer tatkräftig beraten. Ebenso hat sich der Herr Dickert von Topplatz relativ früh eingeklinkt und da immer wieder Tipps gegeben. Und ja, es wird ganz gut angenommen. Also wir haben, das ist übrigens ein bisschen ein Trugschluss, wir haben keinen See vorne dran. Das soll ein Regenrückhaltebecken sein, das mussten wir fluten, weil dort automatisch Schilf gewachsen ist und das Schilf ertrinkt, wenn man das abschneidet und flutet, ertrinkt es. Und deshalb ist hier gerade das Wasser zu sehen. Normal ist das trocken und so tief. Nochmal zum Geld. Wie viel von den 2,1 Millionen muss die Gemeinde selbst aufbringen? Also das Land Baden-Württemberg hat 200.000 € aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm dazugegeben und für die 4 Gemeinden haben wir rund 85.000 € von der Region bekommen, wobei ein Großteil da auch für Marketing auszugeben ist, das wir jetzt intensiver starten werden noch. Und der Rest müssen wir selber, nicht die Gemeinde, sondern die Panoramatherme, ist der Stellplatz der Panoramatherme Beuren. Die Gemeinde könnte sich so einen Platz nicht leisten. Gut, die Therme wird es heute nach Corona oder während Corona auch nicht mehr angehen. Gott sei Dank haben wir es davor begonnen, weil einfach der Umsatzeinbruch durch Corona da war. Und wenn er vorher schon fertig gewesen wäre, wäre das natürlich hervorragend gewesen, weil Wohnmobile waren auch während Corona, wo es erlaubt war, unterwegs. Die Gemeinde ist doch der Träger der Therme, oder? Die Panoramatherme ist Eigenbetrieb der Gemeinde Beuren, aber arbeitet auf eigene Rechnung sozusagen. Auch noch, bitte, ja. So wurden wir beraten. Wir können aber jederzeit mit dem System auch auf die Reservierung noch umsteigen. Von Bramux, das ist aus Ostfriesland, aus Moormeerland. Bramux. Die haben in Dagebühl den Stellplatz beispielsweise oder in Donaumersiel als weiter weg. In Bretten haben sie einen Stellplatz ausgestattet. Ich habe mir das während dem Urlaub angeguckt an der Nordsee. Es muss ja auch funktionsfähig sein. Es gibt auch andere, die nicht so praktisch funktionieren. Würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeikommen vor Ort. Gut, dann noch weitere Fragen oder sind Sie... Dann bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich für Ihr Kommen und wünsche jetzt Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt hier noch auf der CMT und eine gute Zeit und ein gutes neues Jahr noch. Vielen Dank.